Nun nach Deutschland, denn nach den heftigen verbalen Attacken im Plenum des Bundestages scheint der Graben zwischen der Union auf der einen und Rot-Grün auf der anderen Seite immer größer zu werden. Die grüne Jugend, die fordert nun von ihrer Parteispitze eine Absage an eine schwarz-grüne Koalition. Und dabei herrscht in dem Punkt jetzt ja quasi auch überraschende Einigkeit mit CSU-Chef Markus Söder, der solch ein Bündnis ja schon seit langem ausschließt. Dabei war der Unionsantrag zur Verschärfung der Migration, der also gestern mit Stimmen von AfD und FDP eine Mehrheit gefunden hat, ja erst der erste Schritt. Denn morgen droht bereits die nächste Wortschlacht, die dann eben auch durch das Gesetz, das da verabschiedet werden könnte, faktische Konsequenzen hätte. Mehr von Matthias Heinrich. Friedrich Merz hat es getan. 2 Anträge in den Bundestag eingebracht und den Antrag zur Migration mit Hilfe der AfD auch durchgebracht. Die verhöhnte Merz noch vor der Abstimmung. Die Union hatte einen Passus eingefügt, der AfD Fremdenfeindlichkeit vorwarf. Sie schmähen damit genau die Partei, von der Sie ja abgeschrieben und alles übernommen haben. Wie armselig ist das denn? Sie mögen uns beschimpfen, erniedrigen, dämonisieren. Wir stimmen für Deutschland. Nach der Abstimmung ist der Katzenjammer in der SPD groß. Die Union bricht vermeintlich aus der Mitte der Demokraten aus. Vor versammelter Genossenmannschaft erfolgt das Klagelied vom Foulspiel durch den Fraktionszuchtmeister. Die Bundestagsfraktion ist empört über die Leichtfertigkeit, über die Wahrheitswidrigkeit und über die Rechtsbeugung. Ganz anders sehen das Politikbeobachter. Dies sei kein Foulspiel, im Gegenteil. Und heute war, glaube ich, ein Großfest der Demokratie. Es wurde endlich Klartext geredet, es wurde sich gezopft und es wurde sich gegenseitig ins Gesicht gesagt, was einer dachte. Eines der Risiken der Demokratie ist, dass auch mal die Falschen gewählt werden. Das kann passieren. Normale Demokratien gehen daran nicht unter. Aber Regimes, Regierungen, Zustände, die schon geschwächt sind und korrumpiert sind, wie wir es langsam werden, weil hier die politischen Regeln nicht gelten, die können daran untergehen. In Großstädten kam die Reaktion auf der Straße prompt. In Berlin versammelten sich Hunderte vor der CDU-Zentrale. Die Empörung war groß, dass die Union mit der AfD ihre Vorstellungen von Migrationspolitik durchsetzte. In Hamburg blockierten Protestierer die Straße vor einem Fernsehstudio. Geladen der parlamentarische Geschäftsführer der Union, Thorsten Frey. Für heute sind in zahlreichen Städten Proteste angekündigt. Der Wahlkampf in Deutschland hat eine Schärfe erreicht, wie sie in den letzten Jahrzehnten wohl noch nie da war. Es ist schlimm, wie sich gerade Herr Merz und die gesamte CDU gegenüber der AfD anbietet. Ja, mir macht die Entwicklung hier zusehends Angst. Also wenn selbst bürgerliche Parteien, ehemals bürgerliche Parteien, jetzt bereit sind, mit der AfD zu kollaborieren. Das große C für christlich. Die Namensgeber gehen auf Distanz. Sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche. Man befürchtet, dass nun die deutsche Demokratie Schaden nehme, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung hält die punktuelle Zusammenarbeit mit der AfD allerdings nach einer Umfrage für kein Problem und eine große Mehrheit findet die Abweisung von Migranten an der Grenze sogar in Ordnung. Wolfgang Thierse ist mir zugeschaltet, Bundestagspräsident, AD und auch SPD-Mitglied. Hallo, Herr Thierse. Hallo, guten Tag. Ja, Sie blicken ja persönlich auf Jahrzehnte an Parlamentserfahrung zurück. Wie haben Sie die gestrige Sitzung des Bundestages erlebt? Das war schon ein durchaus denkwürdiger Tag. Am Vormittag hat der Bundestag an den Holocaust erinnert. Und am Nachmittag erleben wir in demselben Plenarsaal eine jubelnde AfD, die den Holocaust für einen Vogelschiss der deutschen Geschichte erklärt. Das ist schon schwer zu ertragen. Und die Verantwortung dafür, das ist ja nicht zu übersehen. Die liegt bei Merz und bei seiner CDU. Denn er hat ja durchaus mit der Tradition der Bundesrepublik Deutschland gebrochen. Keine gemeinsame Abstimmung, kein Zusammenwirken mit einer rechtsradikal, rechtsextremistisch, rechtspopulistischen Partei. Das galt bisher. Und nun, seit gestern, gilt es offensichtlich nicht mehr.
Aber das kommt ja nur zustande, Herr Thierse, weil man sich in der demokratischen Mitte nicht verständigt hat. Ist es ein Fehler auch, dass die SPD, allen voran eben Bundeskanzler Scholz, nicht auf das Angebot zur Zusammenarbeit von Friedrich Merz und der Union in diesem Punkt eingegangen ist? Es hat ja wohl, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ein solches Angebot gar nicht gegeben, sondern Herr Merz ist vor die Presse getreten und hat gesagt, das schlage ich vor, das verlange ich und mir ist egal, wer zustimmt. Das ist nicht eine Einladung zur Zusammenarbeit, sondern das ist durchaus von der AfD als Einladung verstanden worden, mitzumischen. Und das bedauere ich sehr, weil die Folgewirkungen mich schon sehr besorgen. Denn es geht jetzt ein tiefer Riss durch die Parteien der Mitte. Wie soll es künftig Koalitionen geben? Koalitionen, die immer für die Stabilität der Bundesrepublik Deutschland gesorgt haben. Das Misstrauen ist nun groß. Wie wird Herr Merz künftig agieren? Und wenn ich mir vorstelle, wie in Ostdeutschland die Auseinandersetzung mit einer so starken AfD passieren soll, nach dem, was gestern passiert ist, dann wird meine Besorgnis noch größer. Aber Herr Thierse, ist es nicht zu einfach? Denn wir diskutieren ja gar nicht über Inhalte in der Frage. Ich höre nur, und das höre ich jetzt von Ihnen auch, von Rolf Mützenich, von Olaf Scholz, man ist ja quasi einfach beleidigt, empört, dass Friedrich Merz seine Pläne hat. Und er ist natürlich hinterher ins Angebot gegangen. Er hat diese Anträge ja auch schriftlich über das Wochenende an die anderen Fraktionen gesandt und eben Betonung extra nicht an die AfD. Man hat da AfD-kritische Passagen reingeschrieben. Wäre es nicht besser gewesen? Denn ein Punkt ist ja der, wir schauen auf die Umfragen, Herr Thierse, wir sehen, dass eine Mehrheit in der Bevölkerung dafür ist, dass sich etwas ändert in Sachen der Migrationspolitik. Muss es dann nicht der Auftrag sein, da als demokratische Mitte etwas zusammen gegen zu unternehmen, etwas zu tun und etwas zu ändern? Da kann ich doch nicht einfach sagen, ach, der Merz schreitet voran, da bin ich beleidigt und allein aus Prinzip stimme ich nicht zu. Es geht doch nicht um beleidigt sein. Entschuldigen Sie, in diesen Kategorien kann man es nicht verhandeln. Die Bundesregierung, die amtierende Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt nach intensiven Auseinandersetzungen asylrechtliche Bestimmungen, Zugangsregelungen verschärft. Die Zuwanderung ist deutlich geringer geworden. Ich glaube, wenn ich die Zahlen richtig höre, 30% weniger. Es hat Vorschläge gegeben, die im Übrigen auch wenn ich das richtig mitbekommen habe, von der CDU, CSU abgelehnt worden sind. Ich bin sehr dafür, das ist ja meine Bitte, dass sich die Parteien der Mitte einigen. Ich bin auch dafür, dass irreguläre Migration beschränkt wird, dass wir einen Atem holen können, um die Integrationsanstrengungen, die wir brauchen, die wir fortsetzen müssen, besser zu gestalten. Das heißt auch, wir brauchen eine quantitative Begrenzung, damit qualitativ die Integration besser wird. All das ist notwendig. Aber das muss doch sozusagen nicht unter Preisgabe des Konsenses unter den demokratischen Parteien passieren. Das darf doch auch nicht dazu führen, dass die Verfassung, unser Grundgesetz und europarechtliche Bestimmungen, dass also das Asylrecht de facto aufgehoben wird. Darum geht es ja bei den Vorschlägen. Und wenn man solche Vorschläge macht, dass das Asylrecht, also ein Verfassungsgrundsatz, der aus der Holocaust-Erfahrung kommt, und wenn Europarecht verletzt wird, dann können ja SPD und Grüne dem nicht zustimmen. Das ist dann keine wirkliche Einladung zur Zusammenarbeit. Ich hoffe sehr, dass es noch gelingt heute und in den nächsten Tagen und vielleicht nach der Neuwahl, dass die Parteien sich an dieser Stelle wieder zusammenraufen. Denn sonst würde ich sagen, der Riss, der durch dieses Land geht, durch die Parteien der Mitte, ist ziemlich tief. Ja, und vor allem, das ist auch verdammt beunruhigend, wenn man dann überlegt, was dann nach der Bundestagswahl passiert, wie da überhaupt eine Regierung zustande kommen soll. Nun hören wir ja von den Grünen, zumindest aus der Grünen Jugend, schon die Forderung, dass man auch Schwarz-Grün eine Absage erteilt. Wie sehen Sie das aus Position der SPD? Muss man sich zusammenreißen? Muss man da auch eben verbal wieder etwas, ich sag mal, deeskalieren, um das überhaupt dann nach der Wahl weiterhin als Option auf dem Tisch zu haben? Ja, wenn Sie von verbaler Abrüstung sprechen, dann muss das ja auch für Herrn Merz gelten, der ja ziemlich scharfe Töne angeschlagen hat, durchaus. Es ist Wahlkampfzeiten und das ist doch deutlich zu sehen. Herr Merz versucht, den Ärger, die Wut, die Empörung, die bei vielen Menschen angesichts der Mordtaten vorhanden ist, sozusagen in Stimmen für die CDU umzuwandeln. Und deswegen hatte er wahrscheinlich gar kein Interesse, etwa eine Zusammenarbeit mit Rot und Grün zu organisieren, sondern er will zeigen, ich
nehme das Heft in die Hand und führe gewissermaßen das Land und führe Rot-Grün vor. Das ist Wahlkampf. Und ich hoffe sehr, dass auch Herr Merz, und das gilt natürlich also auch für die anderen Parteien, so vernünftig sind, dass sie wissen, auch nach einer scharfen Wahlauseinandersetzung muss es die Möglichkeit zur Kooperation geben. Davon lebt unsere Demokratie. Demokratie ist Streit nach Regeln der Fairness und der friedlichen Auseinandersetzung, aber Demokratie ist auch Kooperation, Kompromissbereitschaft, Konsensbereitschaft. Das nehme ich auch noch mal als Appell von Ihnen wahr, Herr Thiese. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Gerne.